Während die Big Tech-Unternehmen und die Softwarehersteller gerade wieder Höchststände an den Börsen erreichen, hinken aber die IT-Dienstleister noch ein wenig zurück. Und wir schauen heute, was die Gründe dafür sind, aber auch was die Chancen für die Zukunft sind und vergleichen 5 der weltweit größten IT-Dienstleister oder anders ausgedrückt Beratungshäuser miteinander, schauen, wer am profitabelsten wirtschaftet, wer die meiste Rendite für uns als Aktionäre abwerfen würde. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Nicoles Aktiensteckbriefe. Ich bin Nicole und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und los geht's. Ein kleiner Disclaimer vorab. Ich gebe auf meinem Kanal keine Anlageempfehlungen, sondern möchte mit euch über Aktien sprechen und euch für die Aktienwelt begeistern und gebe dabei meine Erfahrungen und meine persönliche Meinung wieder. Heute vergleichen wir die Essentia mit Sitz in Dublin, die IBM und die Cognizant, beides US-Unternehmen, mit Capgemini und mit Infosys aus Indien. Capgemini ist ein französischer Konzern. Wie man hier sieht auf dem Chart, das Unternehmen, was ganz oben eingezeichnet ist, mit der Chartlinie ganz oben, ist Essentia. Und die sind gerade seit März, April ein wenig eingebrochen, ungefähr seit der Zeit, wo Trump die Zölle angekündigt hat. Aber auch die anderen Unternehmen sind in der Regel dieses Jahr ein wenig zurückgekommen vom Aktienkurs her, außer IBM, die sind nochmal angestiegen in den letzten Monaten. Ja, die IT-Dienstleister, die haben im Moment ein paar Herausforderungen, denn deren Kunden, also die Unternehmen, die sie beraten oder für die sie IT-Dienstleistungen vollbringen, die sind im Moment am Sparen. Also sie schieben einfach IT-Investitionen in die Zukunft, weil im Moment die wirtschaftliche Lage in manchen Branchen vor allen Dingen etwas unsicher ist. Sie fokussieren sich dabei auf ihre Kernprozesse, also ihre Produktionsprozesse zum Beispiel zu optimieren und schieben daher ihre Budgets auch vor sich hin. Während dieser Zeit dreht sich die Welt natürlich weiter. Die Big Tech-Unternehmen, also die Softwarehersteller, die hören ja nicht auf damit, neue Versionen rauszubringen, alte Softwarestände auch abzukündigen, sodass irgendwann einfach der Handlungsbedarf wieder hochkommt, sich abzudaten, abzugraden, neue Systeme zu etablieren. Und dann werden die Beratungsdienstleister auch wieder gebraucht. Und was auch während dieser Zeit passiert, die Betriebe, die bleiben ja nicht still. Und gerade während man sich erstmal versucht, so zu optimieren, dass man seine eigenen Prozesse erstmal verschlankt und so weiter, dadurch ergeben sich ja auch automatisch neue IT-Anforderungen, die noch dazukommen. Also irgendwann haben sich diese ganzen Sachen mal aufgestaut, dann kommt vielleicht der wirtschaftliche Aufschwung wieder, die Unternehmen gucken wieder optimistischer in die Zukunft und dann gibt es einen Dammbruch und alle Anforderungen prasseln auf einmal auf die IT-Dienstleister und Beratungshäuser ein und dann können sie sich vor Aufträgen erstmal nicht mehr retten. Also im Moment befinden wir uns hier eher auf der Aufstauseite und die Aufträge bei den Dienstleistern gehen zurück, aber das ist ein eher zyklisches Business. Das heißt, sobald wieder der Aufschwung kommt und die Betriebe wieder optimistischer in die Zukunft schauen, dann kommen die Anforderungen alle auf einmal. Ja, Essentia ist vor allen Dingen in der Cloud und im Bereich der IT-Modernisierung tätig. Das heißt, sie machen die Beratung oder Implementierung für neue Software, für S4HANA-Einführungen zum Beispiel, für den Umbau von Architektur. Aber zu ihren Hauptsegmenten gehört auch die Strategieberatung, denn sie beraten auch noch eine Ebene oberhalb der IT, nämlich erstmal dahingehend, wie sich die Unternehmen überhaupt strategisch aufstellen wollen, wie sie ihre Prozesse optimieren. Und erst eine Stufe drunter kommen dann halt die IT-Prozesse an die Reihe. Und daneben beraten sie auch noch im Bereich Customer Experience und auch im Marketing, wobei diesen Marketingbereich sind sie gerade dabei abzuspalten. IBM ist mehr auf der technischen Seite unterwegs, also sie machen mehr Security-Beratung, Plattform-Tools stellen sie bereit, aber auch IT-Infrastruktur, Hosting, Rechenzentren und sowas, also die reinen Techie-Themen. Das ist so mehr das Steckenpferd von IBM. Sie machen aber auch Business Consulting und KI-Lösungen, Supply Chain-Beratung und so weiter. Ja. Cognizant ist so der Nischenanbieter aus den USA, der speziell für einige Branchen gezielte Beratungsleistungen anbietet, vor allen Dingen für die Automotive-Bereiche, aber auch für Healthcare und für Banking, weil die haben ja nochmal ganz spezielle Prozesse und Anforderungen. Und zum Beispiel im GMP-Bereich für Pharmaunternehmen, Compliance-Richtlinien und Banking hat auch wieder seine eigenen Richtlinien. Capgemini aus Frankreich sind ebenfalls im Bereich Automotive gerade am Aufbau. Sie haben da auch erst eine Firma aufgekauft, Altran.
Ja, daneben beraten sie aber auch so ein bisschen im Plattformbetrieb, AWS, Azure, Google Cloud-Anbindungen und so weiter. Aber sie sind auch für Softwareentwicklung, IT-Modernisierung allgemein so ein bisschen in den Allrounder-Themen unterwegs. Infosys ist groß in so typischen klassischen IT-Dienstleistungen, Beratung, aber auch viel Implementierung, wenn jemand jetzt einfach Entwicklungsaufwand hat. Sie beraten aber auch in Cloud und Digital Services, Cloud-Migration, DevOps, machen aber auch Business Process, Optimization und Engineering und beraten auch so über Finanzprozesse und ja, also auch eigentlich so ein Allrounder aus Indien, der aber auch weltweit tätig ist. Der Umsatz, der ist bei Accenture und bei IBM am höchsten. Bei Accenture sieht man hier, das ist die Linie mit den Karos, dass der Umsatz auch schön angestiegen ist. IBM ist seit ein paar Jahren recht stagnierend. Die anderen, das kann man jetzt hier schlecht vergleichen, weil die einfach insgesamt kleiner sind. Man sieht aber auch in der Regel einen leichten Umsatzzuwachs. Auch beim Gewinn sieht man hier bei Accenture eine schöne kontinuierliche Steigerung über die Jahre. IBM ist ein wenig eingebrochen und dann hat wieder mehr Umsätze generiert. Und die anderen laufen auch eigentlich in eine leicht steigende Richtung. Schauen wir mal auf die Nettogewinnmarge. Ja, bei Accenture ist sie definitiv am höchsten. Das ist die obere Linie, aktuell bei 23,1%. Die anderen sind wirklich deutlich darunter. Accenture mit 14,9%, Cognizant 15,4%, ein bisschen besser noch als Accenture aktuell, aber knapp dran. Capgemini knapp über 10%, IBM knapp unter 10%. Ja, aber wir schauen mal, da kann man es nämlich besser sehen, auf die aktuellen Ergebnisse, nicht über die 5 Jahre verteilt. Und hier sieht man nochmal eindeutig, dass Infosys hier mit 23% deutlich vor den Wettbewerbern liegt. Cognizant, Accenture sind nahezu identisch, Capgemini ist weit darunter und IBM ist hier der schlechteste Kandidat. Die Eigenkapitalrendite ist aktuell auch bei Infosys am höchsten mit 33%, Accenture auf dem zweiten Platz mit 27%, IBM bei 24%, Cognizant bei 16% und Capgemini bei 15%. Wir schauen aber auch nochmal auf den zeitlichen Verlauf. Man sieht hier, IBM ist wieder sehr am Schwanken. Die anderen sind ungefähr gleichlaufend. Das mit den Dreiecken hier, genau, das ist Infosys. Oh, da sieht man aber einen schönen, eher steigenden Verlauf. Nur zuletzt sind sie ein bisschen eingebrochen. Accenture haben sogar ein wenig an Eigenkapitalrendite eingebüßt. Sie waren mal besser. Ja, wir schauen mal aktuell nochmal auf die Ergebnisse als Balkendiagramm und sieht hier auch nochmal, dass Infosys halt die höchste Eigenkapitalrendite hat, gefolgt von Accenture und die anderen darunter. Ja, dann nehme ich mal die Eigenkapitalrendite weg und nehme mal den Return on Invested Capital oder hier Kapitalrendite auf Deutsch. Und ja, hier sieht man eigentlich ein ähnliches Bild, also das Kapital, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital, was zum operativen Geschäft eingesetzt wird, ist auch aktuell bei Infosys knapp drüber über Accenture. Cognizant hat noch 14,9%, Capgemini 10% und IBM 9%. Und als aktueller Chart, da vergleicht man es immer ein bisschen schöner, sieht man es aber auch nochmal. Infosys hier bei 25%, Accenture bei ungefähr 23%, Cognizant bei knapp 15% und die anderen 10 bis unter 10% ROIC. Also von der Profitabilität ist hier mein Gewinner die Infosys, dicht gefolgt von Accenture. Damit mein Kanal weiter wachsen kann, gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen und motiviert mich, weitere Videos zu drehen. Schauen wir doch mal, wie lohnenswert die Dividendenpolitik für uns Aktionäre so ist. Hier auf dem Chart, auf dem oberen Chart, sieht man die Dividendenrendite der IBM. Vor ein paar Jahren hätte man tatsächlich IBM noch sogar zu einer Dividendenrendite von 6-7% oder sowas kaufen können. Aktuell liegt sie bei 2,3%. Accenture hingegen liegt ebenfalls bei 2,1% zurzeit. Und wenn man mal in die Vergangenheit schaut, sieht man, dass Accenture eigentlich immer so 1,5, 1,6% hatte. Das liegt daran, dass Accenture kräftig die Dividenden erhöht, sehen wir auch gleich noch. Zugleich aber gerade der Aktienkurs ein wenig eingebrochen ist.
Stellen wir mal um auf die aktuelle Dividendenrendite, wieder über die aktuellen Ergebnisse. Und hier sehen wir auch, dass Essentia bei über 2% liegt, was historisch schon wirklich günstig ist. IBM ja, bei 2,3. Cognizant hatte die geringste Dividendenrendite, etwa ungefähr 1,6%. Capgemini hat die höchste von allen Wettbewerbern bei knapp 2,4%. Und Infosys im Moment auch bei ungefähr ja, so 2,3%. In den letzten 5 Jahren hat Essentia seine Dividende im Schnitt pro Jahr um 13% erhöht und auch im letzten Jahr um 14,73%. IBM auf 5 Jahre im Schnitt pro Jahr nur 1,5% und im letzten Jahr sogar nur 0,6%. Cognizant im Durchschnitt die letzten 5 Jahre um 7,75% und im letzten Jahr nur um 4,27%. Infosys im Schnitt auf 5 Jahre pro Jahr um 5,32% und im letzten Jahr um 10,87%. Und Capgemini hatte die letzten 5 Jahre im Schnitt pro Jahr ein wirklich hohes Dividendenwachstum von über 20%. Aber im letzten Jahr hatten sie keine Steigerung durchgeführt, sondern die Dividendenhöhe des Vorjahres einfach fortgesetzt. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn ist bei Essentia mit 45%, bei Cognizant mit nur 25,6%, bei Capgemini bei 34,7% und bei Infosys so halbwegs noch mit 63,5%, noch in einem wirklich gesunden und ja, dividendenfreundlichen Rahmen, der auch weitere Steigerungen zulässt. Ähnlich sieht es aus bei der Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow. Der ist bei allen Unternehmen noch im Rahmen. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn ist bei IBM allerdings viel zu hoch, nämlich bei über 100%, aktuell 112,8%. Das heißt, sie schütten mehr aus, als sie an Gewinn auch einnehmen. Und das deutet nicht darauf hin, dass weitere großartige Dividendensteigerungen zu erwarten sind, sollte nicht ein ja, gutes Ereignis passieren. Das, was bei den derzeitigen Ausschüttungsquoten auf den Gewinn übrig bleibt, das wandert ja zurück ins Eigenkapital und dient damit dem Unternehmen als Chance, weiterhin intrinsisch zu wachsen, ohne Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Und hierbei entwickelt sich die nachhaltige Wachstumsrate. Die ist bei Essentia am höchsten mit 14,77, also mit fast 15%. IBM hat dank zu hoher Ausschüttungsquote von über 100% natürlich eine eine negative nachhaltige Wachstumsrate von minus 2,79%. Wegen einfach zu hoher Ausschüttung. Cognizant liegt bei 12,35% und Capgemini bei 9,86%, also bei knapp 10%, Infosys knapp über 10%. Also im Bereich der Dividendenpolitik ist hier Essentia ganz klar mein Gewinner. Einfach erstens aufgrund der guten Dividendenwachstumsraten und aber auch wegen der höchsten nachhaltigen Wachstumsrate. Aber als Aktionäre werden wir ja nicht nur durch Dividenden belohnt, sondern auch durch Aktienrückkäufe. Denn wenn die Anzahl der ausstehenden Aktien immer geringer wird, wird unser Anteil natürlich immer mehr wert. Und wie man hier sieht, sind alle Unternehmen eigentlich in der Regel dabei, Aktien zurückzukaufen. Man sieht hier die Aktienrückkaufrendite. Sie war vor ein paar Jahren bei Cognizant ziemlich hoch, bei über 4,5%, ist aktuell aber am Abnehmen. Und wenn ich jetzt mal auf die aktuelle Ansicht schaue, sieht man es noch ein bisschen besser. Im letzten Jahr, da hat Capgemini die meisten zurückgekauft, Cognizant auch ungefähr 1,7% und Essentia auch fast 2%. Was man aber hier nochmal im zeitlichen Verlauf besser sieht, man hat dazu auch die Tabelle und kann nochmal kurz so die Zahlen aus den letzten Jahren vergleichen. Hier das erste ist Essentia. Man sieht eigentlich, sie haben schön regelmäßig jedes Jahr über 1%, meistens so 1,3, 1,4, 1,5% und so an eigenen Aktien zurückgekauft. Sehr positiv, da ist einfach eine Regelmäßigkeit zu sehen. IBM die letzten Jahre gar nicht mehr und davor sogar im Negativen, also das heißt, sie haben ein wenig verwässert. Davor die Jahre hatten sie aber auch nur geringfügig mal Aktien zurückgekauft im 0,2, 0,3-fachen Bereich. Ist jetzt nicht so die Welt. Cognizant, die haben eine schöne Entwicklung, also die letzten Jahre nicht mehr ganz so hoch, aber davor die Jahre hatten sie halt wirklich immer über 2%, über 3%, hier sogar mal 4% eigene Aktien zurückgekauft. Das ist eine wirklich schöne Historie. Capgemini hat aktuell nur eine relativ hohe Rückkaufrendite von 2,5%.
aber es war die letzten Jahre jetzt nicht ganz so einheitlich. Also die Jahre davor hatten sie mal 1,6, 1,3, aber auch schon mal Jahre mit negativen Rückkaufrenditen, also wo die Aktie auch wiederum verwässert wurde mit 0,7%. Auch nicht die Welt, aber ja, im gesamtheitlichen Bild sieht man halt schon, dass sie immer mal wieder auch geringe Rückkaufrenditen hatten oder sogar mal Verbesserungen. Ja, also nicht ganz so regelmäßig. Und Infosys, ja, im Moment auch eine Rückkaufrendite bei null. Sie hatten aber auch schon mal Jahre, da haben sie mal 2% zurückgekauft oder 1,4%, aber auch Jahre, in denen sie einfach nichts zurückgekauft haben. Auch hier schwankt die Rückkaufrendite ein wenig. Im Bereich der Aktienrückkäufe ist hier Cognizant mein Gewinner, weil sie regelmäßig einfach in höchster Prozentzahl Aktien zurückgekauft haben. Ja, welches Unternehmen hätte uns denn nun tatsächlich die höchste Rendite in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet? Schauen wir da mal drauf. Und tada, tatsächlich die Infosys. Denn sie hat in den letzten 10 Jahren ohne Dividenden, reiner Kurswachstum, 217% zugelegt. Mit Dividenden obendrauf gerechnet sogar 270,3% als Total Return. Auf dem zweiten Platz liegt Essentia mit einem reinen Kurswachstum von 181,3% und einem Total Return von 217,5%. Dann folgt auf dem, weiß gar nicht, ja doch, dritten Platz sogar IBM mit einem Kurswachstum von 71,1 und einem Total Return von 109,3%. Auf dem vierten Platz kommt Capgemini mit 56,7% Kurswachstum und einem Total Return von 81,7%. Und auf dem letzten Platz aber Cognizant mit 24,7% Kurswachstum und 37,8% Total Return. Das hätte ich mir bei Cognizant ein wenig höher vorgestellt, jetzt wo ich die ganzen anderen Zahlen, wie jetzt auch Aktienrückkäufe und so gesehen habe. Also das wundert mich hier ein bisschen. Infosys ist aber für mich, also von der Rendite des Total Returns her gesehen, der Gewinner dieses Vergleichs, gefolgt von Essentia. Und wenn wir jetzt nur mal die Dividende und die Aktienrückkäufe zusammenzählen zum aktuellen Zeitpunkt, wäre hier Capgemini diejenige Aktie mit dem höchsten Shareholder Yield, also Dividende plus Rückkäufe. Man hat aber natürlich gesehen, die Rückkäufe sind aktuell nur bei 2,5% und waren die Jahre davor aber auch schon geringer oder mal negativ. Also ist wirklich eine Momentanaufnahme. Essentia bei 4% insgesamt, Cognizant auf dem dritten Platz mit 3,4%, Infosys mit 2,8% und IBM mit 2,4%. In dem Vergleich hier ist Capgemini aktuell der Gewinner. Dann schauen wir doch jetzt mal auf die Sicherheit, vor allen Dingen auf die Verschuldungsquoten. Und wir sehen, dass IBM wirklich ziemlich stark, vor allen Dingen auch im Verhältnis zu den Wettbewerbern verschuldet ist, mit einer Verschuldungsquote zum EBITDA von über 4-mal, also über 4-mal so viele Schulden, wie sie EBITDA überhaupt einnehmen in einem Jahr. Und das ist schon wirklich hoch. Capgemini hat auch noch eine Verschuldungsquote von aktuell knapp unter 2-mal zum EBIT. Sie sind aber auf einem absteigenden Ast hier, also das heißt, die Verschuldung zum EBITDA lässt nach. Und die anderen 3 Unternehmen, also sowohl Essentia als auch Cognizant oder Infosys, sind nur sehr gering verschuldet. Im Moment, ich gucke mal auf den anderen Chart mit den Balken, sieht man es noch ein bisschen besser. Ja, also hier IBM sticht wirklich negativ aus der Masse hervor. Capgemini, hat man gesehen, nimmt ab, aber ist immer noch höher als die anderen. Essentia bei ungefähr 0,6-fach zum EBIT, Cognizant bei noch nicht mal der Hälfte vom EBIT und Infosys ist hier am allergeringsten verschuldet. Ja, um zu sehen, wie gut die Unternehmen denn ihre Zinsen überhaupt mit ihrem EBIT auch decken können, nehmen wir jetzt mal den Zinsdeckungsgrad noch in die Auswahl und sehen hier, dass, was ist das hier? Also das war Essentia, genau, mit den Karos. Ja, die Zinsdeckung nimmt im Moment ein bisschen nach. Das heißt, sie können weniger oft ihre Zinsen auch decken mit ihrem EBIT. Allerdings heißt weniger oft hier immer noch 169,1 Mal können sie locker ihre Zinsen decken. Und das ist schon immer noch sehr, sehr gut, also obwohl sie auf dem absteigenden Ast sind. IBM ist aufgrund der hohen Verschuldung natürlich auch am geringsten in der Lage, die Zinsen zu decken, mit nur dem 5,8-fachen des EBITs. Capgemini auch nicht ganz so gut mit dem 14,1-fachen, aber halt immer noch okay.
aber auch Cognizant mit 56,3 Mal oder Infosys auch mit 83,4 Mal sind durchaus in der Lage, ihre Zinsen locker 56, 83 Mal zu decken. Accenture natürlich hier auch der große Gewinner mit 169 Mal. Ja, zur Sicherheit gehört für mich ja immer auch, dass genug Cashflow erwirtschaftet wird. Deswegen vergleichen wir jetzt auch nochmal den Leveraged Free Cashflow. Die Tendenz ist hier halt entscheidend und hier sieht man in der Regel eigentlich bei allen Unternehmen, die Cashflows nehmen jetzt bei keinem davon ab. Also alle sind hier irgendwo auf einem gesunden Rahmen. Ja, aus Gründen der Sicherheit habe ich 3 Gewinner, weil die einfach alle sehr wenig nur verschuldet sind und einen guten Zinsdeckungsgrad haben, nämlich Accenture, Cognizant und Infosys. Ja, wenn ich nun die Unternehmen anhand von Schulnoten bewerten würde, dann habe ich hier mal die verschiedenen Kriterien aufgezählt. Insgesamt gesehen, so als Schulnotenfazit quasi, hat Accenture einen Notendurchschnitt von 2 plus bei mir, IBM von einer 3 minus, Cognizant mit einer 2 minus, Capgemini mit einer 3 minus und Infosys mit einer 2 plus. Also sowohl Accenture als auch Infosys sind von den Zahlen her meine besten in der Klasse. Ja, wie beurteilen denn jetzt die Aktionäre am Markt diese Unternehmen? Im Verhältnis zum Free Cashflow ist die IBM am teuersten tatsächlich mit 20,8%. Die Infosys und Accenture, aber auch Cognizant sind alle so bei 17, 18%. Capgemini ist hier am geringsten bewertet bei nur über 10%. Ja, dann schauen wir mal auf das KGV und sehen, dass IBM auch hier sehr, sehr hoch bewertet ist mit 47,7 als Kursgewinnverhältnis. Infosys als zweithöchst bewertester Kandidat liegt nur noch bei 24,2, Accenture bei 22,3 und Cognizant bei 15,8 und Capgemini bei 14,1. Und im Kurs-Buchwert-Verhältnis ist ebenfalls IBM am stärksten bewertet mit dem 10-fachen, also Kurs zum Buchwert im Verhältnis. Infosys bei, 6, irgendwas, Accenture bei unter 6 und die anderen beiden, Cognizant und auch Capgemini, sind hier am geringsten bewertet mit etwas über 2 beziehungsweise ungefähr dem Zweifachen. Der Buchwert je Aktie, also das, was nach Verkauf aller Vermögensgüter noch übrig bliebe, ist bei allen Unternehmen positiv. Man kann hier die Balkenhöhe auch nicht miteinander vergleichen, weil es absolute Zahlen sind und natürlich der Aktienkurs unterschiedlich hoch ist. Deswegen vergesst die Höhe. Einfach nur der blaue Balken ist positiv, ist schon mal gut. Und was noch wichtiger ist auf den Substanzwert zu schauen. Das ist der grüne Balken. Und hier muss man nämlich noch die immateriellen Vermögenswerte abziehen, wie Goodwill, Patente oder Markenrechte. Und wenn man die abzieht, dann sieht es schon nicht mehr so gut aus, weil hier hat IBM wirklich einen negativen Substanzwert. Also da steckt nicht viel Substanz dahinter. Capgemini hat ebenfalls einen negativen Substanzwert. Alle anderen liegen im positiven Bereich, das heißt, da steckt auch Substanz in den Unternehmen mit drin. Ja, was wäre denn jetzt eigentlich der Fair Value der Unternehmen? Der gelbe Balken rechts ist der aktuelle Schlusskurs, also wie hoch der Aktienkurs steht. Und der Fair Value von Investing Pro durch verschiedene Berechnungsmodelle im Mittelwert berechnet, ist der grüne Balken. Und der Fair Value anhand von Analysten-Kurszielen ist der blaue Balken in der Mitte. Das heißt, die Accenture liegt unter ihrem Fair Value bei aktuellem Aktienkurs von 242 Euro. Schätzen die Analysten hingegen 290 Euro und der berechnete Fair Value anhand von Kennzahlen liegt bei 271. IBM ist aktuell überbewertet, weil das Fair Value unter dem Aktienkurs liegt. Ja, auch bei 242 Euro, ähnlich wie Accenture, liegt hier bei IBM der Aktienkurs. Das Fair Value der Analysten ist aber nur bei 225 Euro angesetzt. Und die Modelle von Investing Pro geben sogar nur rund 200 Euro als Fair Value aus. Bei Cognizant liegen wir ebenfalls in einer Unterbewertung. Bei 64 Euro liegt die Aktie ungefähr oder knapp 65. Der Fair Value der Analystenschätzungen belaufen sich aber auf 75 Euro und auf die Investing Pro Kennzahlen bezogen bei 78 Euro. Also auch hier liegen wir noch in einer Unterbewertung. Ebenfalls bei Capgemini
Wir haben derzeit 137 Euro als Aktienkurs. Analysten schätzen aber eine Erhöhung auf 180 Euro und die Durchschnittswerte von Investing Pro geben sogar 163 Euro an. Infosys sind ja insgesamt ein bisschen kleiner, deswegen muss man die Balken hier mal eigentlich ranzoomen. Aber wir liegen auch hier in einer Unterbewertung bei aktuellem Aktienkurs von 15,79 Euro. Schätzen die Analysten hingegen 16,86 Euro und der Investing Pro Fair Value liegt bei 16,85 Euro. Also bis auf IBM sind wir bei all diesen Unternehmen aktuell in einer Unterbewertung. Ja, neben dem einfachen Vergleich des Fair Values zwischen Unternehmen bietet Investing Pro ja auch die Chance, sich gezielt in die Modelle auch reinzulesen, welche Modelle das Fair Value wie berechnen, also welche Grundlagen sie dort einfach voraussetzen und kann sich dann dort auch zu den Modellen noch die Berechnungsgrundlage durchlesen. Hier zum Beispiel Essentia hat Upside-Potenzial von 11,9%. Ja, ich habe übrigens unten in meiner Videobeschreibung einen Link zu Investing Pro angehangen. Guckt euch das gerne mal an und ihr unterstützt damit auch meinen Kanal. Also zusammengefasst sind Essentia und auch Infosys meine beiden Gewinner im heutigen Vergleich. Essentia habe ich auch selber im Portfolio und erst vor kurzem wieder aufgestockt, weil ich einfach glaube, dass diese aktuell noch unsichere Marktlage sich irgendwann wieder in eine positivere Stimmung ändern wird und die Unternehmen auch wieder mehr bereit sind, in IT-Dienstleistungen zu investieren. Ja, damit bin ich auch schon am Ende meines Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr es noch nicht mögt, dann drückt gerne auf Gefällt mir und abonniert auch meinen Kanal. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao, ciao.